der Fredis Eltern hatten noch eine Wohnung in München. Und da sind auch immer sehr viele Leute gekommen. Damals haben wir schon in Oberösterreich gewohnt. Und da sind wir auch hingefahren, weil wir gewusst haben, Bruno kommt. Und da sind so viele Leute. Und da habe ich halt gekocht. Die alte Tante und ich haben gekocht, einen ganzen Topf Suppe, kräftige Suppe. Und also es war sehr viel zu tun. Und die Leute sind schon gekommen und da habe ich schon alles hergerichtet. Ich habe die Stühle und alles, was ich gehabt habe, im Haus von den Nachbarn geholt, Stühle und alles. Und hergerichtet. Und der Vater vom Fredi war auch da. Der war auch am Konsulat damals. Er war damals stationiert in München. Und da habe ich gesagt, er soll schon hineingehen, damit er Platz hat, sonst kriegt er keinen Platz mehr. Also, und die Tante habe ich hineingeschoben, sie soll zum Sitzen, dass die Leute kommen, Behinderte, Asthmakranke, sehr schwerkranke Menschen. Nicht? Und da ist eine alte Dame, die hat gerufen, helfen Sie mir, ich kann nicht hoch, mein Hund hat Asthma, mein Hund kann nicht hinauf. Bin ich runtergelaufen und habe den Hund genommen und habe ihn gehalten und sie habe ich gepackt und sind wir hinaufgegangen im ersten Stock. Sie hat gekeucht und ich komme nur wegen meinem Hund. Ich habe gehört, Gröning tut auch Tiere heilen. Mir fehlt nichts mehr, ich bin gut, mal wegen meinem Hund komme ich her. Nicht? Das ist gut, habe ich sie hingesetzt, war noch Platz frei. Also ich war sehr abgehetzt und also viel zu tun gehabt, nicht? Bis ich die Leute alle hinaufgeschafft und gehalten habe. Und jetzt bin ich an Bruno schon gestanden und wir haben noch gesagt, Bruno, warte, sofort, ich bin gleich da, sofort komme ich. Und er ist wirklich so gestanden und hat gewartet. Es war ein großes Zimmer, 2 Zimmer in einem. Und da bin ich hinein. Habe ich meine Schürze, noch die Hände gewaschen, schnell frisiert, die Schürze abgenommen und dann hineingegangen ins Wohnzimmer. Und sein Vater, da ist sein Divan, Divan war das. Und der ist halt gesessen und wie ich gekommen bin, hat er mir Platz gemacht, ist er halb gesessen und ich bin da gesessen, habe mich hingesetzt. Und habe sofort alles abgeschaltet, habe mich hingesetzt, gerade so wäre es hin und habe, danke Bruno, dass du auf mich gewartet hast, nicht? Dass ich nichts versandt habe. Da wurde es alles von mir abgefahren, die Müdigkeit, es war also alles weg. Ich bin so gesessen und da fängt Bruno an zu sprechen und dann sagt er, das ist eine Frau unter uns, die hat den ganzen Tag geschafft und vielen Menschen geholfen. Und wenn sie ist reingekommen, hat alles abgelegt, ist in die Ruhe gegangen, hat die Hände aufgehalten und die Füße hat sie gerade gehalten, also so wie er es uns gelehrt hat. Und sofort alles abgeschaltet und sie war ganz hier. Und auf einmal war ich in einer Wolke drin. Da habe ich gedacht, das stimmt doch auf mich, das sagt er doch zu mir. Und da fing der Vortrag an. Und es war doch schön, nicht? Schönes Erlebnis. Ja, ja. Ich komme herein und lege alles ab und war da. Wenn alle Menschen so wären wie Sie, wenn sie das täten, es würde ihnen gut ergehen. Das konnte ich immer machen, alles abschalten, mich hinsetzen und das ist alles gekommen, viel Kraft. Und dann war es aus, die Gemeinschaft. Und dann ist die alte Frau ist dann wieder herunter, haben wir gedacht, oh, die springt jetzt herunter, die geht. Keuchend habe ich sie hinaufgebracht und den Hund, und der Hund ist heruntergesprungen.
Und sie ist heruntergegangen, habe gesagt, wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es sehr gut, Herr Gröning hat gut gesprochen und so. Und Sie sind ja geheilt, habe ich gesagt. Sie sind heraufgekommen, kaum dass Sie gehen konnten und Ihr Hund. Also ich gesagt, ja tatsächlich bin ja geheilt worden. So, solche Sachen waren nicht. Und so viele haben gar nicht gemerkt, dass das Tierchen wieder gesprungen ist. Und habe gesagt, werden Sie noch recht lange glücklich mit Ihren Tierchen. Seien Sie noch recht lange glücklich mit diesen süßen Kerlchen. Ja, das ist ja mein Ein und Alles und wegen ihm bin ich ja gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war von den Tierchen. Und solche Erlebnisse habe ich gehabt. Nicht wegen ein Hund ist hier raufgekommen und sie ist runtergegangen dann auch. Also, danke Liesl. Und da fällt mir diese Begebenheit mit Bruno Gröning ein. Eine wunderschöne, soll keine Geschichte, es ist die reine Wahrheit. Da sind wir, die Eltern von Fredi, waren damals in München. Und von München hatten wir sehr nahe nach Stephanskirchen. Und Bruno war da anwesend und wir wussten es und wir wurden eingeladen. Wir hatten noch kein Auto, da hat noch die liebe alte Tante gelebt und wir sind mit den Rollstühlen durch ganz München gefahren. Lilo war vollgepackt mit unserem Gepäck und der Fredi und die Tante sind gefahren, wir hinterdrein. Da sind wir zum Bahnhof gekommen, da wurden wir verladen. Und es war eine lustige Fahrt, gell, sind hin und her geschoben worden, hin und her bei jeder Kurve. Aber ich habe sie festgehalten. Und da sind wir halt ausgestiegen und wir waren halt den ganzen Tag so glücklich und zufrieden, dass wir wieder mal unseren großen Freund Bruno Gröning sehen und hören werden. Also das kannst du dir nicht vorstellen, das Glück und die Freude, wenn wir zu ihm kommen durften. Wir sind da angekommen, es war schöner Sonnenschein damals und ausgeladen in Fredi hineingebracht. Und die Frau Bauer hat damals noch gelebt, sie war eine liebe Freundin auch von uns. Bruno hat uns empfangen und hat gelacht, hat uns genau geschildert, was wir erlebt haben, hat genau gewusst, die Fuhren und wie wir im Transportwagen gesessen sind und wir haben noch gelacht. Und da kam er herein, hat mich angeschaut und brachte ein Tablett mit Kaffee und einen Krapfen. Und ich war so, also es war viel noch drumherum, viele Leute waren auch schon anwesend und warteten das. Also es war ein wunderschöner Tag und ein wunderschönes Gefühl und sehr, sehr glücklich. Man war so glücklich, wie so ein Glück kann man sich nicht vorstellen, wenn wir in seiner Nähe waren. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Man war ein anderer Mensch, alles ist abgefallen von einem, keine Sorgen und nichts. Es war einfach ein Glück und Dankbarkeit in uns. Und da sind wir so gesessen und da brachte er ein Tablett mit Kaffee und setzte sich, stand neben mir und ich setzte mich hin und er sagt, essen Sie. Und ich habe ihm schon angeschaut, dass Bruno mir das Tablett bringt und mir serviert. Und essen Sie doch, sagt er. Und ich nehme einen Krapfen, mache einen Bissen und mir wurde ganz anders. Das kann man auch nicht beschreiben. Und er sah mich an, trinken Sie Kaffee. Ich mache einen Schluck Kaffee, mir wurde er wieder ganz anders. Und schaute mich an und ich schaute ihm hoch und er lachte mich an. Ich denke, was ist das, was geschieht mit mir? Essen Sie, sagte er, essen Sie doch. Wieder ein Stück Krapfen, zerkaut und runtergeschluckt. Ich habe geglaubt, ich fliege davon. Trinken Sie.
trinken Sie doch. Wieder einen Schluck. Und ich war so satt. Ich wurde so satt davon und das kann man nicht beschreiben. Und vorher, ich hatte jahrelang immer die Geschichte aus der Bibel gelesen, von der Ausspeisung. Und die Geschichte war halt so wunderschön. Immer hat sie schon auswendig gewusst. Von der Ausspeisung, von den paar Fischen und die paar Brote. Und die Leute sagten, aber Herr, wie kriegen wir die Menschen satt von den paar Broten? Und ich habe immer wieder gelesen, es war so wunderschön, die Geschichte. Und da ist mir die Geschichte eingefallen von Jesus Christus, der die Brote gesegnet hat und sie wurden alle satt. Plötzlich wurde ich hell. Und dann dachte ich, ach, so war das, so ist das zugegangen. Und ich schaute ihm an und er nickte mir zu. Ja, so war das. Er hatte die Gedanken, alles gewusst, die man jahrzehntelang vorher gedacht hat. Er wusste, sah durch und durch den Menschen. Es war so wunderschön. Ja.